Morgens, hier einer. Wir werden uns singen zum Umfang Nummer 428. Nummer 428. Dus de eerste vers sagt, hält mein Leben in seiner Hand. Jesus, mein Herr und Gott. Ich kämpfte verzweifelt, bis Jesus mich fand. So, Jesus, hält ans Leben ganz in der Hand. Man wir auch vertwiebelt gekämpft haben, aber hat uns gerat. Der zweite Vers sagt, kennt mein Sehnen, sieht meine Not. Er will kriegen, wenn es so geht, ob wir Not haben oder nicht. In der dritte Vers sagt, hört mein Rufen, forscht mein Herz. Ich darf zu ihm kommen mit all meinem Schmerz. So, wie kann Jesus kommen? Er kann uns halten, er weiß, wenn es dort geht. Hält mein Leben in seiner Hand. Jesus, mein Herr und Gott. Ich kämpfte verzweifelt, bis Jesus mich fand. Ist mein Herr und Gott. König aller Könige, Jesus, mein Herr und Gott. Volles Genüge schenkt allein, Jesus, mein Herr und Gott. Kennt mein Sehnen, sieht meine Not, Jesus, mein Herr und Gott. Ich lerne zu lieben, wie Jesus gebot. Ist mein Herr und Gott. König aller Könige, Jesus, mein Herr und Gott. Volles Genüge schenkt allein, Jesus, mein Herr und Gott. Hört mein Rufen, forscht mein Herz, Jesus, mein Herr und Gott. Ich darf zu ihm kommen mit all meinem Schmerz. Ist mein Herr und Gott. König aller Könige, Jesus, mein Herr und Gott. Volles Genüge schenkt allein, Jesus, mein Herr und Gott. Nummer 29. Nummer 29. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, der kauft dein Leben lang.
der du uns behütest, wie groß ist deine Thron. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, der Kauf dein Leben lang. Wir richten unsere Blicke zu dir, dreieiniger Gott, und gehen nicht zurück, nur dir gebührt das Lob. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, der Kauf dein Leben lang. Was unsere Augen sehen, schuf deine Wunderhand, vor dir vereint wir stehen, du knüpfst das Liebesband. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, der Kauf dein Leben lang. Good morning. Herzlich willkommen jeder einer, der hier erschienen ist in diesem Gottesdienst von dir. Andere, die waren 6 Uhr Gottesdienst, dann nehme ich an. Und ja, wo immer Gott gesagt wird, lass er sich finden. Für die Sinnerschulklassen rückgehen, muss ich hier ein paar Vers lesen, in Psalm 33, Vers 4 wieder. Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Gerecht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Geist seines Mundes. Er hält das Wasser im Meer zusammen wie in einem Schlauch und legt die Tiefen in das Verborgene. Alle Welt fürchtet den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn so er spricht, so geschieht's, und so er gebeut, so steht's da. Mit diesem Gott, wo du so ein kraftvolles Wort hast, das sagt, das Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. So, wir wollen uns von der das Wort Gottes, Wort verführen, und das ist so ein Wort, wo der Herr, das sagt hier so, gewiss holen Wort. Wir finden verschiedenes in Gottes Wort. Einmal ist dort ein Wort, wo wir reden nicht über der Radung, was wir sehen, was annehmen, dort was herholen, und dort Wort herholen. Aber er hat dann noch andere Dinge, was er gesagt hat, und sehen, und dort Wort herholen. Er wird dort nicht bloß die Leute durchglatten lassen, wenn er in seinem Wort steht. Du, wen sagt das hier so? Dort, was er, das ist wahrhaftig, und was er sagt, dort hält er gewiss. So möchten wir in diese Ehrfurcht Gottes, von der wir hier gekommen sind, mit dem Sinn, dass wir wollen, dort Wort, was gepredigt wird, das Wort unsere Horten treffen, das wird unsere Horten nennfallen. Und dass wir dadurch wollen, mehr Ehrfurcht Gott gegenüber haben, wenn es man heißt sagt, dann ist das durch. Und wenn er das gebeiden hat, dann muss das durch sein. So, er hat uns von der noch hier lebenden Ohren geschenkt, wir können hier von der sein Wort anhören und möchten wir mit dem sein, Gottes Wort anhören, dass wir in großer Respekt haben für sein Wort. Wurde passend als für eine Stunde von Gebet. Lieber allweitender Gott und Vater, wir kommen hier noch zu dir this Morgen. Wir danken dir, wir loben, wir preisen dich, Herr, für wer du bist.
dass du nicht ein Wort sein des, sondern das Lothar anders utführen des. Wir haben uns gelesen, dass dein Wort, dort es wahrhaftig, und was du zu sein des, dort hältst du gewiss. Herr, wir wollen dort nicht an ein Frauenteken stellen, wir wollen dort nicht Zweifel stellen, als dein Wort so gemeint ist, als du das gesagt hast. Herr, du hast ans Fleisch, dort will sich vielmals nicht Hand geben, dort will nicht beten, dort will nicht beigeben. Immer erst nur nach dieser verdorbene Natur. Herr, vergib uns, wo wir einfach so dort gesonnen sind, du warst über dein Wort, dass wir dort nicht respektieren deuten, und lot uns dort erkennen, dass wir dein Wort loten, der volle Geltung haben. Wir beten, dass du wahrscheinlich diesen widrigen Gottesdienst hier so mit uns sein. Wir beten für die, was der Botschaft, für Bruder Jakob, was die Botschaft hat, du wirst arm segnen, ihm die Botschaft bringen. Und auch die Sinnerschulklassen, wirst du in jeder Sinnerschulonlehrer durch deinen Geist leiden und führen, und das wird kann auch du eine schöne Erbauung sein. Herr, über alles, dass du sollst kann, geehrt und verherrlicht worden. Es uns gebeten, die Namen. Amen. Darf ihr Platz nehmen. Nummer 28. Ein neues Lied habe ich gelernt, des Heilands Lobgesang. Nun sing ich ihm erlöst befreit, mit frischem Liebesdrang. Es stand mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ein Lied des Friedens sing ich jetzt, denn Jesus gab mir Ruhe. Den Sturm des Herzens stillte er und sprach mir Frieden zu. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ich sing der neuen Liebe Lied, wie wohl kein Lied der Mist. Wie hoch, wie lang, wie breit, wie tief die Liebe Jesu ist. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Und ein sing ich das beste Lied, das nie ein Mensch erdacht, bis er die goldene Stadt durchsieht, in Jesu Bild erwacht. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Verschiedene Gedanken haben Luther Hitler geführt. Verschiedene Erfahrungen habe ich gemerkt. Some haben schwere Erfahrungen gemerkt, andere haben vielleicht
sehr wertvolle, segensreiche Erfahrungen gemacht. Was immer die sind, haben wir unseren Blick auf Jesus gerichtet. Es ist uns Blick nur Gott gegangen. Und ich glaube, viele stehen, dass das dort warst. Viele stehen. Dingen, die angegangen sind, diese Lutre, Tiendel, was wir immer nennen wollen. Es sind verschiedene Dinge, die sind angegangen. Wo haben die unsere Gedanken angebracht? Wertvoll ist dort, wenn die können unsere Gedanken immer durchbringen, die was die Allmacht hat. Die, was alles kann, was uns Leben in seiner Hand hat, hält das Leben in seiner Hand, so wir singen deuten. Und uns Leben ist auch in seiner Hand. Wenn es uns Leben in seiner Hand ist, du sind wir von hier. Aber auch da wir hier von der nicht mehr ist, hier so vielleicht von unseren Bekannten oder wer immer ist, wir hier nicht mehr ist, auch da erleben wir in Gottes Hand, so dass man das immer erkennen. Wir wollen uns hier von der einen Aufschnitt nehmen aus Lukas 5, Vers 1 wieder. Lukas 5, Vers 1. Es begab sich aber, da das Volk zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, dass er stand am See Genezareth und sah 2 Schiffe am See stehen, die Fischer aber waren ausgetreten und wischen ihre Netze. Da trat er in der Schiffe eines, welches Simons war, und bat ihn, dass er es ein wenig vom Lande führte. Und er setzte sich und lehrte das Volk aus dem Schiff. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen und halfen ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe voll, also dass sie sanken. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu den Knien und sprach: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ihn ein Schrecken angekommen, ihm und alle, die mit ihm waren, über diesen Versuch, den sie miteinander getan hatten. Desgleichen noch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gesellen. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie führten die Schiffe zu Lande und verließen alles und folgten ihm nach. Jesus, er redet hier so zu den Menschen. Das sagt ihr nicht gleich, was er geredet hat. Aber Jesus hat vielmals geredet, dort als vom Reich Gottes. Einmal war er geredet zu den Menschen. Und dann vielmals hat er auch geredet, wo er die 2 verschiedenen Menschen in 9 Saaten hat. Die 2 Reiche in 9 Saaten hat. Verschiedene haben geredet. Wir wissen nicht, was er hier gerade geredet hat, aber das Volk dort drängt sich, am zu horchen, das Wort Gottes. Und wenn es da um Wutter wird, und du nicht wahrscheinlich viel Ruhm wird gewesen, ich weiß nicht, wo du gleich gewesen ist, aber jedenfalls benutzt er ein Schab, um ein kleines Ingsi auf, den Ingsi auf dem Wutter abfahren. Wahrscheinlich hast du gleich durchgewasst, wie da steht, wo da gesagt wird, du brauchst nicht einen Speaker, um dort ziemlich weit zu hören jetzt. Dort ist irgendwie vielleicht eine Stadt, wo die Schall Fan weichgehen, dass die Menschen durch können Fan hören. Was immer das war das, aber die Menschen, die kamen zum Hören, und sie wollen das Wort Gottes hören. Wir lesen uns hier im Psalm. Das Wort Gottes dort ist wahrhaftig, und dort wird heute sein, dort ist gewiss. Wir sind auch vielmals gekommen, wir haben auch vielmals das Wort Gottes angehört. Wir sind beständig sozusagen in dem Schall vom Wort Gottes. Erst dort dann so, das Wort Gottes dann in unserem Horten kommen kann, oder erst dort ans Hort up für das Wort Gottes. Da wo ich die Gedanken will von der ablenken, dort wird ab Vers 4 wieder.
wenn sie abgehört hat mit Reden zu dem Volk, dann sagt er mit einmal zu Petrus, Petrus, nu fahr mal ab dem Boden ab. Dat die mal einfach, wie kann vielleicht sein, dass die eine Schaps mal waren, beide ganz voll fest waren. Vielleicht wird Petrus, wenn Jesus den Ausdruck gebraucht haben, da wird Petrus vielleicht gesagt haben, das ist allmählich, Jesus, was du sagst. Sonst das schafft nicht. Unsere Erfahrung lebt anders. Alle Erfahrung, mit viel Erfahrung, was sie haben, die lebt was anderes. Und sowieso wird es ganz gehen Erfahrungen, was sie da erfahren. Aber Jesus sagt bloß, doe das. Und sie deuten das. Hier will ich von der ein Schwerpunkt ableiten, dort ist den Meister seine Vollmacht. Ab Jesus sein Wort kann man immer gehen. Immer. Keiner ist jemals getäuscht worden. Und diese Versammlung ist keiner jemals getäuscht worden, wer ab Gott sein Wort eine Entscheidung gemerkt hat. Du bist nicht getäuscht worden. Wenn du irgendwo eine Täuschung durchgegangen bist, dann ist dort nicht, dort Gott sein Wort nicht geholt hat. Wenn das Wort angefällt geblieben ist worden, dort ist immer von dem Menschlichen kommt. Dort ist immer entweder von mir oder von denen kommt, ist das Wort geblieben, wenn es eine Täuschung gegeben hat. Gott täuscht nie nicht. Er täuscht keinem nicht. Jesus sagt hier bloß, der Petrus, fahr mal ab, dann schmiegt ihr nach zurück. Fahrt auf die Höhe und werft eure Netze aus. Ganz anders, als was die Logik wird sein, was wird logisch sein. Das passt du nicht nennen. Weil in Gott sein Recht, du sind passen die Dinge überhaupt nicht so reich mank, was logisch sind in unseren menschlichen Ohren. Wir haben viele Ansichten. Wir haben Gedanken, die uns klar waren, die uns klar sind, wo wir denken dann. Und dann geht uns manchmal so, na, das wird so sein, als Gott vielleicht auch wird sollen denken. Wo wenn es uns als das so sehr klar, wird das ist nicht so dort. Hier wird es ganz anders. Das Ding, was Petrus und seine Partner da klar wird, das wird gegen 100% die gesagte Richtung. So, damit wir uns klar merken, vielmals unsere Klarheiten, die wir haben, die eigen du vielleicht manchmal haben an uns, kann vielleicht ganz gegen das sein, was der Herr sein wird. Er sagt hier bloß, schmied ihnen nach zurück, vor ich mal ab dem Deipen Woten ab, dann schmied ihnen nach zurück. Und mich haben hier die Gedanken an, wie ich mich nennen lassen, über diesen Aufschnitt. Jesus in der Vollmacht, der wird dann durch, wenn es Jona im Woten geschmieden wird, dann Jesus einen großen Fisch lenken, dort der würde diesen Jona abschlucken, dem war er frisch am Land nun zu bringen. Jesus, der wusste dort diesen Jona, den konnte er nach Brücken. Aber der muss eine schwere Erfahrung gestärkt werden. Und dann könnte es Jona brückbar werden. Jesus wird keine Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie viel Fisch das gewesen sind, aber wenn du 2 Schäbe sind voll gewesen, das waren nicht wenig Fisch gewesen. Und Jesus, der du am Wasser, der diese Fisch, wo nennen wir das? Taubraupen, dass die hier würden in das Naht kommen. Und dass das Naht, das wird schier wollen 2 Rieten, damit sie würden die Fisch in ihren Schatten kriegen. So, was ich hier will rückbringen von dir, das ist einfach die Vollmacht von unserem Meister. Die Vollmacht von einem Wort vom Meister. Er hat so viel zu sagen. Wir können uns die Schriftstellen nicht alle anführen. Aber dann einmal wieder ein Kranker, dann sieht er, die passiert, du noch die geglaubt hast. Dann wird die Krankheit gesund. Und so sind da verschiedene. Aber andere steht, dann Jesus du einen bösen Geist austrieben. Und dann sieht er bloß, dass den bösen Geist, er soll da verloten. Der will gleich, aber der muss. Wegen der Vollmacht von den Meister. Von den Meister sind Wort. Weil wir das Wort anchecken, aus den Meister sind. Die, was dort zu sein haben. Ein Meister dort ist einmal der, was dort zu sein haben, in dem sind Wort, das soll ja. Aber wir erfahren das vielleicht in unserem Leben vielmals ein bisschen steht. Aber mein Wort soll auch noch ein bisschen ja. Hast du noch mal so eine Zeit? Falls noch manchmal so in deinem Leben. Dein Wort,
dat als je dat zo'n klaar hebt, dat je dat zo'n wijsheid wordt, wat je die uitgedacht hast, dat zal toch ook naar de Geltung gaan. Wel we den Meister zijn woord laten gelden. Wo klug en wo wijs en wo fijn, wie ons wat uitgedacht hebben, maar wel we danach den Meister zijn woord gelden laten. Den Meister zijn. Wenn der Meister uns frei merken wird, dann sind wir reich frei. Wie kann man nicht Menschen vielleicht irgendwo frei sprechen, aber am Horten weit wir gar nicht, wo das durch gleich ist. Aber Jesus, er weiß auch durch, wo das durch am Horten ist. Jesus, Petrus, der sagt hier so noch zu Jesus. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, er sagt am hier, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Hat Petrus das mit der Meinung gesagt, Jesus, das soll lebenstäglich sein. Dort, wenn wir nachher gefasst haben, mit viel Erfahrung, an der Zeit, wo die Fast gefangen werden, das soll lebenstäglich sein, Jesus, das. Was du ans nu sagen, das ist nicht dort, was wir glauben, dass das schaffen wird. Vielleicht habt ihr das mit dem Sein gesagt. Aber er sagt danach, aber auf dein Wort. Aber ab dort, was du sagst, dann wollen wir das wenigstens doch tun. Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische. Die Schwester, ich muss das einfach zu mir und zu uns alle sagen. Wenn wir ab dem Herrn sein Wort gehen, ab dem Herrn sein Wort eine Entscheidung merken dann haben wir nicht was, wo wir nicht wollen verhauen. In diesem Leben scheint das vielleicht manchmal so. Manchmal scheint das vielleicht so, dass wir manchmal verlieren. Diese Fischer, die verleiten alles. Lassen uns da wieder. Und sie folgen Jesus nur. Wir fühlen vielleicht manchmal so den Verlust, wenn wir ab Gott sein Wort gehen dann. Ab dort, was er gesagt hat, wenn wir ab dort Wort gehen dann. Ich möchte mir das sein und uns alle, das nicht Verlust. Wir sehen das hier so in dieser Begebenheit hier so, dort ist ein Gewinns. Wenn wir mit uns zu nichts gehen, mit alles, zu nichts gehen in Jesus sein Wort einfach jauen lassen, dann hast du ein Gewinns und du hast einen Segen und du hast einen Recker Segen. Vers 7 sagt, und sie winkten ihren Gesellen. Wahrscheinlich haben sie irgendwas gehört, vielleicht sind die 2 Schäbe dann irgendwie hineingewasst, dann haben sie geraubt. Die anderen sollen kommen, helfen. Denn das können sie nicht mal erfahren, dass sie das alle allein tun. Sie brauchen Hilfe. Den Segen ab das Wort Gottes. Das Wort, was er die Vollmacht hat. Ab dort Wort, wo man abgehen kann. Wer du abgehen wird, der hat dessen Segen. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu den Knien und sprach, Herr, geh von mir aus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Jemand einmal sagt Petrus, wer heimel wird. Er sagt, dass wo nichts wird, wo nicht seine Erfahrungen teilen würden, und dass Gott und dass der Meister, dass den sein Wort so kraftvoll wird, dass Meisters Vollmacht. Ich habe wieder von dir glauben. Ich habe wieder von dir verstehen. Ich habe wieder von dir annehmen, so dort, Meister. Was du sagst, das reicht. Was du zu uns sagst, das will wir tun. Jesus in Rot wird ganz gegen die Natur. Aber die Demut, vielmals ist das die Stolz, was er nicht sich handgeben will. Wir kriegen vielleicht auch vielmals Rot. Einmal ist das vielleicht durch die Botschaft, nächstes Mal ist das vielleicht persönlich. Jemand, der gibt uns vielleicht ein Rot. Jemand hat die vielleicht mal ein Rot gegeben. Es ist vielleicht ein Rot, was da indirekt von den Meister kommen wird. Und wir würden vielleicht sagen, no,
Für den Rot habe ich bloß kein gebraucht. Dessen kann ich nicht anwenden. Vielleicht erst dort nicht sterben, was der Meister gebraucht hat, um uns den Rot zu geben. Aber wie sein, das will ich nicht annehmen. Das interessiert mich gar nicht. Das ist ja selbstverständlich, dass das nicht der rechte Rot ist. Vielleicht go wie viele Segnungen mit dem Stich, bloß mit dem, dass wir Rot nicht annehmen dann. Ich sage nicht, dass alle Rot auf der Welt, dass das der rechte Rot ist. In keinem Fall glaube ich, dass das ist. Aber wer weiß, wie viel Mal wir Goldenrot nicht annehmen dann, Goldenrot treinschuiven dann, und gehen dadurch Segnungen aus dem Stich. Vielleicht ist hier die Jünger, wenn der Petrus wie gesagt hat, no, das ist nicht so, was ich will. Ich habe danach über vergebens gesagt, wohin will ich noch mehr wollen, vergebens zu sehen. Wenn wir vergebens dann, das ist, wenn wir ans Salz gehen dann. Wo wir nichts für haben, das ist vielleicht durch, wo wir an unsere eigene Gottdenken gehen dann. Aber wel wil ik van Petrus dit leren? Duimietig genoeg te zijn, hat, wenn dit is stem als wat u brokken is, te mij wat zijn, dan wil ik ab dat woord wil ik dan gaan, dan wil ik een Entscheidung machen. Dan kan het toch een rijke Segen met zich brengen. Petrus bewirkt het hier einfach eine duimietige Anbetung, können wir sagen. Das sagt je nicht, wo er am anbetet, aber er fällt für Jesus durch. Dat meint te veel, Jesus, du bist alles en ik ben niks. Ik had het hier nog waar gezien. Dat wat ik dacht, dat deed niet. En dat wat ik gedacht heb, wat niet wil doen, dat deed. Das Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was zusagt, das hält gewiss. So Gottes Wort, dort moet jou. En dat wordt jou, en dat wordt ook in Kraft gaan, wanneer wir ans Hand geben dürfen. Petrus kann seine Wunde wird, seine Ohnmacht, und vorher den Meister seine Allmacht und Allwissenheit. Gewende dat ich in mein Leben kontrollieren dat, desto mehr kann Christus in ons Leben regieren. Die fingen durch eine andere Geschichte, wo es gleich um diesen selben Petrus ging, wir wollen es den nicht lesen, aber das ist in Matthäus 14, wo Petrus ab dem Wunder gehen kann, ab Jesus in Wort. Sie werden durch eine große Gefahr, sie werden durch eine Notbahn, manchmal sagen sie, dass du erst ab dem Wunder. Ich glaube, die Runde das ein Gespanns. Und dann sagt Jesus, verschied nicht. Oh, du wie Petrus war vorzureiten. Na, wenn du dort bist, dann halt mir dort zu dir kommen. Ich weiß nicht, wo eine Begebenheit falsch war, oder wo eine Hingeron, aber er ging ab Jesus in Wort. Und das Jesus in Wort wird so voll macht, Petrus kann ab dem Wunder gehen. War ganz gegen das Menschliche. Menschliche ist anders. Menschen mit Schwammen, die mit Anstrengung merken, die mit Schaffen. Some sagen, sie können überhaupt gar nicht. Sie können gar nicht schwammen. Sie können nicht nur mit großer Anstrengung boven bleiben. Petrus, ich konnte boven gehen. Aber er sagt, Jesus, wenn du das bist, dann will er Vertrauen schenken, dann wird er auch kennen, ab dem Wunder gehen. So viel habe ich wohl all gelehrt von Jesus, dass wenn Jesus was sagen, dann schafft er. Ich mag uns das sagen, wenn Jesus was sagen zu uns, dann schafft er. Was immer das ist. Wenn es nicht ganz gehen dort jetzt, was du glaubst, was du weißt und was deine Erfahrungen sind, aber wenn Jesus das gesagt hat, dann schafft er. Weil wir mit dem sein gehen, weil wir mit dem sein Entscheidungen machen, wieder von uns leben. Ab Jesus sein Wort, kann wir ganz gehen. Wir singen Nummer 429.
Feuer 129. Dat Leute sagt, traue dem Herrn. So, wir hören ja Jesus sein Wort kann wie gut. Und dat Leute singt von da wir abstunden, dat Leute singen. Traue dem Herrn und fürcht dich nicht, er ist ein Freund so gut. Wie schwer auch immer dein Geschick, birg dich in seiner Hut. Sing ihm in froher Zeit, sing ihm in Schmerz und Leid, was der Tag bringen mag. Singe ihm den Herrn, glaub seinem Wort und zweifle nicht, er lässt dich nie allein. Sein treues Auge wacht für dich, bei Nacht und Sonnenschein. Sing ihm in froher Zeit, sing ihm in Schmerz und Leid, was der Tag bringen mag. Singe ihm den Herrn. Es ist so schön, dem Herrn vertrauen und seine Hände tun. Beständig auf sein Antlitz schauen, in seiner Liebe ruhen. Sing ihm in froher Zeit, sing ihm in Schmerz und Leid, was der Tag bringen mag. Singe ihm den Herrn. Darf ich Platz nehmen? Nummer 464. Feuer 164. Trauend dem Verheißungsworte meines Herrn, preis ich seine ewige Gnade froh und gern, und will seinen Ruhm verkünden nah und fern. Trauend dem Verheißungswort des Herrn, trauend, trauend, trauend dem Verheißungsworte meines Heiland, trauend, trauend, vertrauend dem Verheißungswort des Herrn, trauend dem Verheißungswort, das nie versagt, wenn die Nacht der Zweifel meine Seele plagt. Der wird nie verlassen, der mit Gott es wagt, trauend dem Verheißungswort des Herrn, trauend, trauend, trauend dem Verheißungsworte meines Heilands, trauend, trauend, vertrauend dem Verheißungswort des Herrn, trauend dem Verheißungswort aus seinem Mund, ewig ihm verkettet in der Liebe wohnt.
sieg ich durch des Geistes Schwert zu jeder Stund, trauend dem Verheißungswort des Herrn. Trauend, trauend, trauend dem Verheißungsworte meines Heilands. Trauend, trauend, vertrauend dem Verheißungswort des Herrn. Trauend dem Verheißungswort, o selger Stand, in dem Herzen seines Geistes unterfand. Ruhig geborgen in des Heilands Hand, trauend dem Verheißungswort des Herrn. Trauend, trauend, trauend dem Verheißungsworte meines Heilands. Trauend, trauend, vertrauend dem Verheißungswort des Herrn. Zijn hier van der war da aller Top gekommen und wird nicht für selbstverständlich wieder nehmen. Wir kämen in den Track nehmen, nehmen uns ein Bulletin, sagen uns Stuhl und fangen zu singen, aus die Gesangslehrer abdeuten. Und so ging es dann wieder, weil der Track dann da ist und da war Tür geschlossen. Haben wir gedacht, wie viel 100 Personen damit verwickelt sind, dass das möglich wird, diesen Gottesdienst zu haben. Wir haben nicht gebetet für den Gottesdienst. So, da haben wir dann all so viel. Und ich glaube, viele, die haben gebetet. So, da haben wir ein paar 100 Arbeiter, hoffentlich, was du so haben reinggemerkt für diesen Tag. Und dann sind du so, die Ushers und dann die Gesanglehrer, und sind du 50 bis 100 Personen, die du noch so aktiv eine Verantwortung haben, dass das Gottesdienst möglich wird. Und ich sage hier so von der, und das ist was Besonderes. So, wenn wir uns Bulletin von der übergehen, und ja, für mich ist jeder eine herzlich willkommen, was hier gekommen ist. Jedem eine ist besondere Rüstzeit. Das ist von der Seite dann Ladja, der wird du dann verantwortlich sein. Und andere wird dann für Rest sein. Weil ja, wir haben noch Gebetsstunde, das ist Marius, 8:30. Und nu werden wir wieder merken mit dem Gottesdienst. Und der Aufruf sagt, du befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und jedoch, was der Uing sagt, auf Jesus kann ich zählen. Wenn wer mit ihm rechnet, verrechnet sich nie. Unsere Talmaschine, die wisst ja immer anreichen, nicht so? Haben wir uns uitgerechnet, für das Jahr soll uitkommen, ein Jahr sind wir ein bisschen Karte kommen. Nicht ganz so weit gedacht, das wird wir dauern. Und wir sehen aber, wo wir dem Herrn unsere Wege anbefehlen, wo wir mit Antop rechnen, mit seiner Talmaschine, und uns ganzes Leben, unser ganzes Leben, dann wird wohl machen, du wirst das uitkommen. Und was muss ihr dann tun? Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Sag uns das Wort der Buben auch noch. Anleiding Prediger Isaac Bormann. Und meiner konnte wir uns Paulera bringen, nur die Bekanntmerkung. Die Botschaft ist hier Prediger Jakob Peters, so die Schwestern sind hier, willkommen. Und auch mal hofft ja erst, aber von willkommen war. Und in die Hoffnung ist Prediger John Unger und futzt nur dem dann ab Zentrum Restzeit. Er hat mit der Seelsorgearbeit mithalten. Und er sagt, das ist ein Teil Besuch, vielleicht bei 2000. Und das ist ein Teil Arbeit. So, ich habe auch wieder beten für dort durch so. Erstens hier, Hoftreu Nummerach ist die Jugendstunde, das ist immer. Und zweitens, Dingsach, Klocknähen, Marius, dort ist du, wo wir uns treffen wollen, all die was Teresa tun. Haben wir dem mal eine lange Liste gegeben. Und weil wir uns hier treffen, dort werden wir immer reisen, futz Standarten fahren, aller Top. Wenn das möglich ist, von Ihnen sieht, dass wir uns hier so aller Top treffen, Klocknähen, dann zu fahren. Legen Blätter, was ihr nehmen kann, all die was sie tun, fahren.
Du sind ein paar kleine Richtlinien, ein paar kleine Gedanken und was zu denken, was mitzunehmen. Das sind die persönlichen Sachen und wat ook dagen zijn en zijn stotting, de lijn dus er hing zo, tjejent dus dat plot neem. Wat kleine rechtlijntjes en ook het programma eenmaal als de boven, doet dat wat dat events ook in dat heftband zijn. En die worden ook vrouwen als die wat dus worden een stoel willen gaan. Die zijn die best diverse stoelen wat er zijn en wat er worden een stoel willen gaan, wat in der onder is een stoel willen met wo dann die Bootstufen auch Ben sind, dort sich wurden an unsere Diakon melden. So meldet an die beiden Schwester, wer so eine Stufe wählen, und wir sehen dort, als sie dann die Gelegenheit in Salz, auch in der Fortjahr zu schlupen, die wurden auch bis sie nach Bootstufen hergeholt worden, beten, dass sie genug sind, dass das nicht ein Problem sein. Und auch genug Zwischenzeit, in der Zeit dann sich Boden in der Stufen, wo dann die Bootstufen mit Regaderas dann haben. So, ligt dus boven en kijk naar die kan malen. Dat u zegt dat het jet in de tijd te aarden, dat kan met tijd wat voor een plaats verantwoordelijk is, dat zij zich kennen dat dus kameren. Infolgedessen wordt met niet Bibelstunden zijn. De deiner, wanneer man kent, worden er ook zijn, zo goed als mogelijk. En daar waar we niet met zingstunden gaan, aber donderdag zijn we dan al te service, gemütlich dann te service thuis, 5 saß uit, zijn we dan al thuis. Wegen Chor soll da nicht ein Problem sein. Dann dachte ich, gleich 8 Service. 5. Freitag, gleich 8 Service als Jugendabend. Und 6. Sinnen, gleich 7. März, der Gebetsstunde, Männer und Jungs. Treffen uns durch so. Macht jeder auch sein. 7. gleich 8 Service dann als Männerchor, Sinnen. Das für bitte hier so die Ehreszeit, weil wir wieder beten, dass dort was in Sehen sind. En dat wordt we een onderscheid merken voor de wat er aan deelnemen dan. Voor jeder Ehe wat er zo wat zijn. We hebben niet bis handvormt om doen, we hebben ook handvormt om ons veranderen laten, wo het fehlt. Denk ook aan Fürbitte, so soll erwähnt, nicht so, laatste week nog waren Meier Stoffhalen, diese Ferienfamilie von Scheindorp, beide Jungs zijn gestorben, als ich ein Begräbnis al gewas, de andere wat diese deel zijn. En zijn al beide gestorven. Dat is één ding. En ook, vielleicht zei je dat het eigen worden, al passer wird ook een Scheiterie was, wo von ungefähr 20 Todes gegeben hat. En eine nur recht sieht, 40 verwundet. Aber das vielleicht noch nicht offiziell, vielleicht noch nicht bieten, wofür das krank sind. Du meinst auch Mexikaner, wat dan einfach geht so tief hier. So dat wir dann al passer wie Cielo Vista Platz, also der Walmart von Cielo Vista. En we hebben Fürbitte gedaan. Ik denk dat ook, jemand zegt ook, de bed, s'morgens ook, voor die wat dat te doen hadden. Dat die ook worden, Jezus begegnen. Dat zijn ook zo'n wat ervaring brachten, 21 jaar zo jong, wat dat te doen heeft. Fürbitte is dat. Dank. Nächstens hebben we nog een dank. Später Kommentar haft das letzte Werken eng, das Ferienwerken eng dann ab der Gesanglehrers-Seminar gedient mit Multiden, Sinnen und Sonntag. So einen herzlichen Dank und Dienst, in der wir gehalten haben, für jene Arbeit zu bedient. Und ich glaube, als ein Segen war es für das Seminar, was die Gesanglehrer hatten. Für mich wings viert. Tiendens, bis einmal in Vorschau, dass wir uns morgen dann den 19. August, also der erste Montag, der Montag von Schulanfang, zijn de zondagsschulleraar wonen geplant. En zo is dat de leraramt van mij afgerand, wat dan ook nu dem gewissen tijd wieder dat betrachten werden, wieder ordnen. Weil nicht mal das hier, so dass wir uns da reinmerken für diese Wohlen. Oftens hier so, Almosen von letzten Sonntag ist 17.440 Peso und $244. Is er nog wat er veel te zijn voor de eeuwige van dat gezang? Okay, hier beim Rückgehen, einmal nimmt ihn zum Blatt von der Rechtlinie, was dann der Rest anbelangt, und dann denke ich, was nee, treffen uns hier so dann wieder dorthin fahren. So haben wir das nächste ein Gesang von Manachor, bitteschön.
ein Lied, lass mein Leben dir geweihet sein. Lass die Melodie, lass die Harmonie. Lass mein Singen ein Wohltat dir zur Ehre sein. Lass es jeden neuen Lebenstag durchziehen. Ich will singen dir. Ich will singen dir. Singen Lass uns, Herr, heute Zeugen deiner Liebe sein, wollen danken für deine große Tat. Wollen danken, du machtest unsere Herzen rein, du bist unser Herr, der uns befreiet hat. Ja, wir danken dir. Ja, wir danken dir. Wir danken Sternen Gottes Werk ich seh, durch den Wind spricht er mit Majestät, der herrscht über Land und See. Was ist das für mich? Hat geboren einst in einem Stall und am Kreuz gestorben für uns alle. Für uns alle er sein Leben gab. Was ist das für mich? Bis ich eines Tages zu ihm fand und erfuhr das Wunder seiner Gnade. Da sah ich, er ist für mich nicht nur ein Gott aus ferner Zeit, der irgendwo draußen lebt. Und jetzt geht er mit mir alle Zeit. Seit ich führt mich in der Dunkelheit, hilft mir, dass ich in den rechten Weg, denn er ist alles für mich. Bis ich eines Tages zu ihm fand und erfuhr das Wunder seiner Gnade. Da sah ich, er ist für mich nicht nur ein Gott aus ferner Zeit, der irgendwo draußen lebt. Und jetzt geht er mit mir alle Zeit. Sein Licht führt mich in der Dunkelheit, hilft mir,
Aber dann die Botschaft von Bruder Jakob. Gottes Segen. Ja, zeg mag je ook alle juisten van mijn zier. Ik vraag me maar waar hier zijn intussen hier te zijn und stil nicht gewas. Schient sich auch lang zu sein. Das ist ein halbes Jahr, das ist nicht so lang, aber yes, ich freue mich so viel Bekannte hier zu sein, Freunde und Geschwister. Hier so waren mit Jüntop in Gottesdienst zu haben. Gut, ich dachte so immer nur, einmal war mal ich immer nur denken, wenn wir einen Gottesdienst fahren tun, überlegen noch mal, was wir tun, wenn wir einen Gottesdienst fahren tun. Zum Beispiel, wenn wir nun Playa fahren tun, wir fahren vielleicht zur Vacation. Denken wir dann immer nur, was uns du begegnen können über Playa, oder was immer, was von der Aktivitäten, du jetzt verschiedenes, das jetzt du so an. Und wir wollten dort viele von den Städten, dort sind Städten, wo du Worte, den Mensch seine Last, wo den Mensch interessieren wird, ohne Gott, der wird Gott nicht haben. Gott hat den Mensch haben eine Lage steht gegeben, eine steht, wo der ladig ist, wo der tot ist, du von dort ersten Sinn gefallen. Als der Mensch ladig in der Hafen verlangt, nur in gefällt Leben. Und du so proben sie den dort alle zu beiden. Und da wollen wir doch mit Worten proben zu beiden. Dort ist mit Sinn, mit Last. Proben sie dann dort zu beiden. Und wenn wir die Hand fahren, dann müssen wir einmal so überlegen, wovor ich kann, wo von Platz, oder was kann ich dir begegnen, wenn du mit einmal eine große Versicherung für mich stattfinden, ob der steht. So dann ist es wichtig, dass wir überlegen, wo Platz vor ich kann, was ich do was tun. Aber haben wir mal gedacht, dass der Gottesdienst ist eigentlich so das Salz hier? Dass wir nun, wenn wir nun Gottesdienst fahren, dann haben wir mit einmal versorgt worden. Aber hier so war wir von der mal eine Versicherung bekehren von der anderen Seite. Nicht so sehr von Satan, aber von der anderen Seite, dass ich von der anderen Seite versorgt war. Im Gottesdienst kann sein, dass ich ständig war eine Versicherung beleben wird im Gottesdienst ist. Vielleicht einmal Dollar und das nächste Mal nicht so sehr. Einmal ganz kurz, was ist eine Versicherung? Eine Versicherung dort erst, jemand proben zu überführen und meine Seite zu kriegen, wenn der auf eine andere Seite ist. Wir sehen, dass das Adam und Eva, als sie noch im Garten Eden waren, dann hat Gott gesagt, das soll die nicht tun. Und was hat Gott damit will er das sagen, dass die sollen auf meine Seite bleiben. Aber Satan, der kam und versagt Eva, als Eva erst in die Gegenwart kam von Satan, dann versagt die Schlange Eva durch, und wozu versagt er damit, dass sie sich so Tran von Gott und dann ab seine Seite kommen. Und dort soll wir, das ist ganz korrekt, was so passieren dort. Dort Eva, so jäuf nur für Satan, und so froh, dass sie nur gegeben hat für Satan nur geben dort, dann wir sie getrennt von Gott, und dann wir sie ab Satan seine Seite. Von du wieder gehielt sie Satan. Und dann ging so es dort und Adam noch, und Adam wird versorgt durch Eva, und fall up, und sie trennen sich von Gott, und dann gehielten sie Satan. Und nu von dir ist es so, dass der Mensch, der wird all in Sinn, wird empfangen. Also alle Mann gehielt den Satan. Wir sind alle in Sinn gefallen. Und nu prüft Gott, die drei zu kriegen. Nu prüft die drei ab seine Seite, prüft die zu kriegen. Hier ist es vielleicht interessant, versorgt von Gott. Aber nu wollen wir uns dort mal ein bisschen bekehren, weil wir uns dort mal einmal jeden immer bekehren, wo Gott das und wo Satan das. Dort legen sich so, Satan, der prüft einmal alle wegen Gott nur zu üben. Was Jesus getan hat, prüft er nur zu üben, was Gott das prüft er nur zu üben. Das wollen wir von dir auch sagen, wo soll er sich dort legen das. Und ich möchte einmal hier so zu dem Thema, ich will einmal das Thema angeben, das Thema hat von dir genannt, Versuchung von Gott. Wie geht man damit um? Also wir haben uns dort in so Tüß, haben uns über Thema bekickt, über Versuchung, das darf noch mehr Versuchungen, das wird das letzte. Und nu ist es Versuchung von Gott, wie geht man damit um? Wo soll wir damit umgehen, wenn wir von Gott versucht werden? So, wir wollen uns einmal zu dieser Einleitungsphase, zu dem Thema, weil wir uns lesen, erstens 1. Petrus 4, Vers 8,
Und das nächste 1. Timotheus 2, Vers 4. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8. Du sagtest, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchem er verschlinge. Also wir sollen dort hier so all dort duze als ein Satan, der jetzt Raum aus dem brennenden Leib, einmal der da auch aus dem Engel des Lichts, aber er jetzt Raum in Prof, wem er wird ab seine Seite kriegen. Ja, dann nicht bloß ab seine Seite kriegen, er prüft auch wem wo ich ab meine Seite holen kann, wenn es er weiter duze als ein Gott, der prüft auch den Mensch zu gewinnen für seine Seite. 1. Timotheus 2, Vers 4. Hier hört sich dort auch viel nach, lang nicht so aufgeschont nicht. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagte, welcher will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also hier ist erst nur einer, und dort ist Gott, der will haben, dort alle Menschen, die sollen zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Also Jesus Christus ist die Wahrheit, Satan ist der Vater der Lüge. Und wer ab Satan seine sieht, der erst abbesteht von der Lüge. Nun sagt du so erst nur einer, der ist jendessen, der wird uns ab seine sieht hat, und der will jeden haben, dort alle Mann, der soll zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Der soll mit seinem Wort zu der Wahrheit kommen, der soll die Wahrheit zu sein kriegen. Nun wollen wir uns mal einmal in Klimasse kicken, wo der Satan dort und wo der Gott dort. Zum Proben die Menschen ab seine Seite kriegen. Ich will hier so mehrere Versen lesen, wenn die wollen, ihre Handblätter kann ich wirklich abschreiben, zum sein, dass sich dort so verhält. Einmal wird braucht Satan, zum Proben den Mensch ab seine Seite zu holen. Er ist selbst ohne Arbeit. Dort soll in 1. Petrus 4, Vers 8, den Vers haben wir gelesen. Dort sagt, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel. So, also selbst, sagt der jetzt daran, so aus dem brennenden Leben und prüft, wem er verschlingen kann. Gott, Jesus können sein, der hat auch dort selbst hier, er ist auch selbst ohne Arbeit. Als er hier sagt, das ist Lukas 19, Vers 10, da sagt er, denn das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Kriegt es Satan ran jetzt selbst und prüft den Menschen zu gewinnen, und den zu holen für seine Sieg, kriegt es dort, dass Jesus auch. Er ging auch ran und sagt den Menschen und prüft den zu versegnen, als er nicht ab seine Sieg kriegen hat. Segt nur dich. Denn so, dort sagt uns auch Johannes 16, Vers 8, du war Luther noch mit Deut benannt, aber dort sagt, wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und das Gericht. Also wenn der Jesus Gottes kommen wird, wenn Jesus erst im Himmel fahren wird, da wird heu in Jesus schauen, und dann wird der Jesus Gottes, der wird auch um den Menschen schaffen. Und dort ist, wird heu von der tatsächlich der. So unser Satan, der ist selbstständig ohne Arbeit, dann prüft der Mensch, ob seine Seite holen. Jesus ist auch ständig ohne Arbeit und prüft, ob seine Seite kriegen. So tun, heu braucht uns verdorbenes Fleisch, um uns prüfen, ob seine Seite holen. Jakobus 4, Vers 7. Du sagst, sondern ein Geistlicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Also, wir sind einmal in verdorbenes Fleisch geworden, von den Sinnen voll, wir sind in Sinn gefallen, wir sind alle in Sinn geboren, haben die Macht geerben. Nun haben wir ein verdorbenes Fleisch. Das verdorbene Fleisch, das ist die böse Natur, was in uns dran ist, der ist ganz verdorben, und der braucht Satan nun noch, in uns Lasten abwagen, dass wir noch einmal deutlicher sollen, uns den Sinn angerufen, und dass er uns holen kann. Und Jesus, oder Gott, wir können sagen, der braucht auch das Salz hier. Gott braucht auch das verdorbene Fleisch, um uns proben, ob seine Seite kriegen. Römer 7, Vers 8. Du sagst, da nahm aber die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Wo der Gott das nicht, wenn wir ein verdorbenes Fleisch haben, zum proben uns, ob seine Seite kriegen mit dort verdorbene Fleisch. Gott jetzt nimmt ein Gebot und leicht in Gesetz den Mensch fährt und sagt, das wird die alle nicht tun kannst. Das sollst du nicht tun. Und wenn du dort das, dann wirst du verdammt worden von mir. Und du gut jetzt den Mensch mit einmal die Augen auf, wenn das sieht, wer er ist, unter das Gebot, wenn er unter das Gebot gestohlen ist, dann einmal merkt er, dass wir rastlich an den Sinn anfangen zu jankern, dass an jankert in den Sinn zu leben, und dann sagt er einmal, ich brauche Help, ich brauche ein Rara, ich brauche einen, der mir hier so was rüthält, ich brauche ein Opfer, dass ich von diesem Sinn loskomme. Und wenn Gott dort einmal so wie kriegt, dass der Mensch sich unter Gott sein Gebot zu sein kriegen, dann hat er den Mensch gewonnen. Wenn der Mensch dann einmal nur geben,
dann sage ich mir einmal, Gott, ich kann hier so nicht wieder, ich brück die Radung, dann hat er ihn für seine Sieg gewonnen. Ich habe das sein, wo Satan kriegt das selbst geport brücken, das von den Mensch auf seine Sieg holen, als was Gott brücken, das von den Mensch proben zu überführen, dass dem wahre für sich gewinnen kann. Satan hat brück auch andere Lied. 1. Johannes 12, Vers 26 sagt, solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Ich habe das sein, du sind andere Lied, du sind Menschen, die mit uns mit einmal reden, und die reden und die proben uns zu verführen. Kriegst du das Gott braucht auch Menschen. Jakobus 4, Vers 19. Liebe Brüder, so jemand unter euch irren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn. Ich habe das wahr sein. Jemand sagt, wer jetzt du so eine Arm und bekehrt Arm, red mit Arm und probt am wahre Trätige werden. Der soll wissen, dass wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges und so weiter. So, du soll weiten, dass du hast jemand von dem Irrtum seines Weges hast und bekehrt. So kann das sein, dass Satan, der braucht andere Menschen, probt die Menschen zu verführen. Gott braucht auch andere Menschen, zu proben, die Menschen wahre auf seine Seite kriegen. Gott braucht Medien. Satan braucht Medien, um die Menschen zu verführen. 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Dass ihr euch nicht bald bewegen lasset, von eurem Sinn noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief. Ich habe das sein, du werden Bräuvrüt geschickt, auch zu Janetit. Zu Janetit werden die Medien, dort werden Bräu. Ich glaube, wir können die Medien von dir viel besser verstehen, als was Jane die kann. Dort sie werden nicht durch Bräu, wo die Gemeinde werden geschickt, und dann versuchen sie, die Gemeinde zu verführen mit Bräu. 2. Korinther 7, Vers 8. Gott braucht auch Bräu. Denn dass ich euch durch den Brief habe traurig gemacht, reut mich nicht. Und so wieder. So Paulus hat an den Korintherbrief geschrieben, und sagt, damit er das nicht Leute, ich könnte traurig gemerkt, durch den Brief, was wir in den Korinther, sie werden abgeweicht von der Wahrheit, sie werden fleischlich geworden, und nicht Gott könnte sagen, er braucht den Brief zum dem Schaden, und die Korinther, sie deuten Buße. Also von dir ist das auch ein großes Problem. Durch die Medien, du hast viel Verführung. Wo kann dort eine Verführung werden? Weil dort ist viele Scheinchristen, die viel rütschern. Viel loses Leben wird durch WhatsApp rütgeschickt. Viele Menschen von dir, die sind in WhatsApp-Gruppen, in Wortfahne, in christliche WhatsApp-Gruppen sind die Band. Und was ist die Folge davon? Sie sind verführt worden, sie wurden tüß in die Gemeinde, wurden so nicht mehr vorig. Sie wollen vielleicht noch vorig tüß in die Gemeinde, aber du jetzt nicht mehr viel zu reden. Du hast nicht eine offene Beziehung. Warum? Wenn ich über die Medien und so viel Minuten beeinflussen, ich habe ein ganz anderes Denken entwickelt, als was tüß in meine Gemeinde ist, und über dem habe ich auch mal eine gute Connection nicht mit der Gemeinde. Ich habe auch mal die Gemeinde läuft, auch die Brüder nicht läuft. Wenn ich sozusagen so scheine jässliche Medien, wo ich mir anholen darf. Also das ist ganz gefährlich. Und viele Mal von dort, das ist ein liberaler Weg, wo du immer wieder sich ausbreiten wird, wo der Mensch von dir, der Rand hängt heran, um alles sein, unter einen Kopf zu kriegen, dass alles soll unter eine Person schaffen, sozusagen. Alles in einen Arm zu schmieden, alles in einen Mixer zu schmieden, dann sind wir alle ein. Und wir haben ein ganz anderes Denken über dem. Und denken du so nicht an, wo dich bestimmt hat, überhaupt noch mal ein Wort Gottes. Dann Gott seine Richtlinien, du so noch einmal, du so hängen. Aber Gott braucht auch die Medien, um auch Menschen proben zu raten. Also, da sind auch durch das an Menschen zum Glauben gekommen. Ich kann das nicht alle verachten, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber wenn wir die wollen brücken, dann so wie in so einer fester Grund, auf dem Wort Gottes haben, wenn wir dort nicht haben, die wollen uns verleiten von einer Städten oder andere. Du kannst alles kann du so überkommen. Satan hat braucht Chorien, die Menschen zu verführen. 2. Korinther 7, Vers 8 sagt, Römer 16, Vers 18. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauche und durch süße Worte und prächtige Reden. Ich habe das so ein scheine wir in der Sprache reden. So eine scheine Botschaft habe von der ich hier. Das wird so interessant. Aber weil ihr das kann mit einmal so eine Seite in Sprache reden.
kann es sein, sagt es, verführen sie die unschuldigen Herzen. Also sie verführen sich die unschuldigen Herzen. Und das ist so krank, was durch die Medien passieren kann. 2. Timotheus 4, Vers 3, du sagst, ich will uns die Vers mal lesen. Und du sagst, denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, also sie können die heilsame Lehre, die können sie nicht mehr leiden nicht, sagt es, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Uhren gücken. Also du nur wo die Uhren gücken wollen, und diese Pracherei, wo sich so gerastlich schein hier, dass die Menschen, wo sich so sehr schein haben, gelehrt zu reden, für Menschen, dort so sehr untragen, dem Mutterkirche. Und dann sagt es, du kennst die heilsame Lehre, die wird den Menschen wirklich verändern, die wollen sie nicht mehr dulden können, aber sie wollen sich lyrisch abluden, nur dort wird ihre Uhren gehen. Und dort ist von dir ganz leicht. Das ist von dir ganz leicht. Ich drücke euch den Gottesdienst verluten nicht, dass ich mich abluden, wie mich interessieren. Ich drücke bloß mein Funite Fabrik nehmen, du so könnt das Fuß fängen. Du könnt dort fängen, wo meine Uhren gehen, wo ich sehr gleich nur zu hören. 2. Korinther 11, Vers 14 und 15. Wollen wir uns die Verse noch lesen? Du sagst, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Darum ist es nicht ein großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welcher Ende sein wird nach ihren Werken. Ja, wird das sein? Das scheint unterhören. Das ist ganz leicht dort unterhören. Woran? Wenn sie haben sich verstellt als ein Engel des Lichts. Das heißt, wenn Satan sich selbst verstellt als ein Engel des Lichts, da wollen sie in der Däuner wollen sich auch verstellen als ein Engel des Lichts. Dann bedeutet so viel, wenn sie reden, dann, wenn Satan den Mensch Prophetien sieht, wenn sie reden, dann, da wollen sie so reden, als wenn das alles gut Gottes ist. Aber das, was ist das Problem, viele Mal diesen Stadt? Du hast eine Wahrheit dahinter, wo du nicht gesagt wird. Was du lest, ich habe vielleicht auch bald erkannt. Wir wollten vielleicht auch Wort, und wollten den Schofs, hier denken so, das Wort Gottes, und das ist hier alles die Wahrheit, was du sagst. Ja, das kann stimmen. Das kann viele Mal alles stimmen, was du gesagt wird, über die Wahrheit, die nicht du bist, was du nicht gesagt wird. So, von dir wird so viele Mal, wo das so sehr scheint hier, dass du wird nicht die Buße gepredigt. Der Mensch wird nicht mal ab seine Sinn gewesen. Der Mensch bekennt sich nicht nur in seine Sinn zu wollen. Und dort ist die Kraft, wo der Mensch gelacht war. Woran? Denn es darf heute sich mit einem ganz verloren. Das heute sich ganz verloren. Und dort ist das charakterliche Kraft davon, heute Bekehrung. Er kann heute davon. Wir verwollten das Echten ein ganz verlorener Sünder und verwollten, dass es niemand anders sterben wird. Ich kann als Ende mit einem Sinn verbunden. In irgendwo begehrt es wird, dass wir uns heute und dann in jedem Fall ist es die Tiefe, die wir verlieren können, dass wir die Lichtwarte, dass wir die Tiefe nicht von der Verdienst durchkommen. Er hat Angst, er will eine Geräte Angst. Und das ist gut, der Mensch ist persönlich wahr. Er weiß, er ist nicht persönlich zu leben. Also da ist Worten, da ist Frieden, und so viel, aber das gesagt hat, sprechen wir von der Menschen, die nicht verletzt. Gott ist für diese unverstehende Welt, die gesagt hat, und das Leben für jedes Kommen und sonst von Lehr und Wichtig vorbereitet. Also dieses ist nicht Und das sollte auch Gott als einmal das ganze Erste vergeben. Das einmal das ganze Erste hat das heute einfach gelesen. Praktisch den Fall, das wir lesen beim ersten Thema 4.2 sagte, welcher wird, dass allen Menschen geholfen werden, die zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich habe uns festgestellt, ein großer allmächtiger Gott, wir haben in den letzten Mal das über ein Thema, das hat vor das Thema gebracht, von Gott, der Gott, der so groß Gott, das ist so interessant. Das ist so ein Gebot der Gott, und das ist nie das, was wir noch nicht wollen finden, was wir noch nicht wollen können. Dann ist er so teuer, war er groß. Und hier weiß ich, wie das Gott, wenn ich sage, dass eine Seele in Gott ist.
dass wir sehen, dass alle Menschen berechnen. Und wie das Vater hat uns allein, dass ohne Menschen, die sollen gehalten wollen, wir sollen für das Auto von der Welt stehen. Klingt es wohl in die Uhr, siehst du das, dass Gott betreffend in die Uhr sagt, dass wir das nicht haben. Aber was die Gott aus dem Bereich, über auf dieses Ziel, diese Gott sagt in jedem Teil, dass wir leben und hören, alle in den Himmel sieht, aber alle nicht. Heute siehst du, heute fragst du, komm her, ich kann es verloren, habe es. Für mich als andere Frau, wo versucht er? Heute sieht er in dem, was heute Menschen die Wahrheit herholen. Gerade so aus Satan, den Menschen, der auch Wahrheit herholen, der legt sich auch wahr. Satan als der Vater der Lüge, Jesus als die Wahrheit. Satan, der hält den Menschen die Wahrheit her, Gott hält den Menschen die Wahrheit her. Lass uns nun Kinder zu checken, worauf wir leben, der Deutsch mit Leben in der Sprüche Kapitel 23. Sprüche Kapitel 23, Vers 31 bis 32. So sagt es, siehe den Wein nicht an, dass er so rot ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Ich habe das hier so, wo diese zwei Wesen sind, was diese bekannten tun. Diese erst einmal sagt es, du den Wein nicht umkehren. Sie können sagen, kennt nicht die Wahrheit an, von der das Bild. Kennt nicht die Wahrheit an, sagt es, dass er so rot im Glase und so schön steht. Er geht glatt ein. Also die Wein, sagt es hier, so, zum Ursprung von dem, sagt es, den wird so schmutzig. Satan sie nicht, der aber hat diese Verhalt wird so schmutzig, sagt er, in der Rutsch wird noch so fein nach. Aber nicht kann Gott sie. Gott hat die Wahrheit gesagt, aber danach beißt sie wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Jetzt die Wahrheit. Das erste kämpft die Wahrheit, und dort ist so wie ein großes Verlangen mit kriegen, und dann kämpft man immer noch die Wahrheit von da. Und diese Wahrheit, dort ist immer so stolz, dass uns das nicht so sehr interessieren wird. Gott ist hoch, immer so stolz, wie hier mit ersten Anlehrung, dort ist viel Mut, dort von Gott wird das ist für uns nicht logisch. Das ist für uns nicht logisch, dass es dort ist. Und dort ist, wo Gott schaut mit Gott, der wird uns einfach bloß die Wahrheit herholen. Wo wird uns die Wahrheit herholen? Wir wollen uns blättern, nur Johannes Kapitel 16. Johannes Kapitel 16. Das ist ein Vers, habe ich schon einmal angeführt. Johannes 16, Vers 8 sagt es, und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. So nicht habe das auch sein, wo Gott das wird. Gott kämpft von, in der den Menschen wohl auf seine Sinnen anwiesen. Er sagt, der Erste wird kommen und wird den Menschen auf seine Sinnen anwiesen. Und was ist seine erste Sinn? Sagt er, dass sie nicht glauben an mich. Dort ist eine Sinn. Also dort ist nicht von Gott und Jesus zu glauben. 1. Johannes 4, Vers 10 sagt es, wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich. Also der hat eine Sache, der hat ein Zeugnis bei sich. Sagt es, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gezeugt hat an seinen Sohn. Also hier sagt es, wer Gott glauben wird, der hat das Zeugnis bei sich. Aber wer Gott nicht glauben wird, sagt es, der merkt Gott zum Lehner. Wo geht dir von der glaubst du, kannst du glauben? Hast du nun nie das Leben gekriegt? Mir haupt das nicht den Mensch, dat ik niet hier nu zelf aanreden doe, ik reed mir das immer bare an, ja, ich glaube. Ich kann stützen Kreis und Kastel. Die wir eine Medial. Der sagt, ich kann mir das rein immer, habe ich mit einer vollen Überzeugung, habe ich geredet, woran, wenn ich wohl nicht ein Triebler sein. So hat sich dort immer bare eingeredet, aber einmal nicht so hat es war, dass gewiss, so wollten, dass wir heute nicht das nie leben mehr. So das halt nicht, ich mir das war anreden da. Aber, do ik twijfelen. Vielleicht habe ich all meine Voraussetzungen, was ich will, und da habe ich alle getan, aber ich twiebel. Was kann ich dann auf Schiller klappern und sagen, jo, das ist ein Problem, wie hast du für Twiebel? Was sagt das hier, wer Gott nicht glauben kann? Das sagt, dem ja Gott zum Lehner. Also das ist eine schreckliche Sinn,
Gott gehen ewer zu zweifeln, als heute den Mensch gerat hat. Das ist der schreckliche Sinn. Das wollen wir meist gut sein, woran. Ich sage mit anderen wird im Streit mit Gott und sei, vielleicht hast doch nicht. Gott hat gesagt, yes, ich do. Und du sagst, no, ich will nicht ganz nicht. Vielleicht hast nicht. Das ist schlimm. Das sagt dem ja Gott, Milena. Wir denken viele mal so, wird es noch anglauben? 1. Johannes 12, Vers 22 sagt es, wer ist ein Lügner, wenn nicht der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Jesus sagt, wer ist ein Lehner, wenn nicht der wird liegen, der dass Jesus der Christus ist? Wort wir wie alle hier von dir dann sagen, wenn jemand einmal wird einer abstehen und wird sagen, Jesus ist doch nicht der Christus. Ich wollte dort nicht erst. Dort ist nicht der Radar. Da wollen wir sagen, das ist ein großer Sünder, nicht so? Aber haben wir dort hier gemerkt, wo das Sünder ist? Dieser, der merkt noch mal bloß sich selbst im Lehner. Aber dieser, der wird Jesus betweifeln, der das heute was getan hat, was heute gesagt hat, der merkt Gott im Lehner. Ich habe das sein, wie schrecklich das ist, zu zweifeln. Aber jemand wird vorsichtig sein, wenn ich dort nie ein Leben gekriegt habe, dann zweifle ich nicht, dann mache ich Buße tun über den Sinn. Aber wenn ich dort nicht habe, dann halt mir das nicht mehr etwas anreden. Also der Anglauben, das ist einmal nicht zu vertrauen, dass Jesus dort, was er versprochen hat, dort zu glauben, dann merkt wir Gott im Lehner, er hat dort nicht zu glauben, dass Jesus der Christus ist, da merke ich mich selbst im Lehner. Dort ist Anglauben. Und davon prüft der Herr uns zu überzeugen. Der prüft uns zu überzeugen und sagt, durch 2. Thessalonicher 2, Vers 24 sagt, getreu ist er, der euch ruft, er will es auch tun. Heu ist treu. Der wird uns gerufen haben, der wird es auch tun. Durch was der hört noch. Das sage ich hier so im Vers 10. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfahrt nicht seht. So der Heilige Geist, der durch den Mensch überzeugen von der Gerechtigkeit Gottes. Wo kann er dem von der Gerechtigkeit von Jesus Christus überzeugen? Dort hast du merkt, dass Jesus ist abgestoßen und der ist im Himmel gefallen. Dort ist sein ganzer letzter Beweis, was er noch beweisen kann, dass Jesus ist im Himmel gefallen. Dort wie Jesus hier so von dir nicht in den Bänken dann begegnen, aber wie kann du nur da fahren in Jesus du so begegnen, dort ist ein Beweis davon, dass Jesus ist absolut reich. Dort hat eine Gerechtigkeit. Dort hat die Wahrheit gesagt. Dort wird heute sagen, der die schriftgelehrten Pharisäer, die bekämpfen, an immer waren bekämpfen, am Proben zu sein, dort heu wir doch nicht reich und heu wir nicht der Messias. Und das wird dort ganz der letzte absolute Proof, was Jesus noch, wo dann noch der letzte Fried geschickt hat, gesagt, ich sende Wahrheit und ich sende Reich, mit dem, dass er aus dem Himmel gefahren. So, wir haben den Proof hier so von dir noch war für uns, dass wir Jesus hier nicht in den Bänken saßen sollen, dass er hier nicht als Personal, dass er hier so als in den Bänken kommen saßen, dort als Proof dafür, dass Jesus als wirklich gerecht. Und wenn heute gesagt hat, dass er gerecht ist, dann muss wir das auch glauben. Und dann wieder im Vers 11 sagt es, um das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jetzt noch ein Ding, womit Gott uns Proof auf seine Seite kriegt. Wens, woran der sagt, der Fürst von dieser Welt, der ist gerecht. Und dort wollt wir auch du mit, aus heute so, in Gott seine gehen, wo noch wir, dann muss er du so, muss er vom Himmel fallen. Heute kommt immer leer. Wir wollten dort Satan der Haft verspielt. Dann wird dort so im Garten Eden, wird angesagt, dort der wird Luther wird kommen, von diesen Samen, der wird dir den Kopf zertreten. Und dann soll wieder Krieg würde passieren. Der Satan sein Kopf, der erst zertreten worden, mit Jesus, sein Tod, in dem dort Jesus abstund und als im Himmel gefahren. Du kannst auch wahr sein, dass Satan als gerecht worden. Wieder in 1000 Jahren reck, wenn ihr 1000 Jahre reck wird anfangen, da wird Satan noch wahrer, kriegt er noch eine leere Stahlung. Dann wird er all die Bungen in den Abgründen angeschmiert. Dann Luther wird dann noch einmal stürzt losgeluten und dann verlatzt, dann kommt noch die Ewigkeit, wo er in den feurigen Pfuhl wird angeschmiert worden. Aber was tut das an uns? Was tut das an uns, wenn wir uns denken, dass Satan, der Fürst von dieser Welt, der ist gerecht worden? Offenbarung 20, Vers 10. Du sagst, und der Teufel, der sie verführte, war geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel,
da auch das Tier und der falsche Prophet war, und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das sage ich hier so, der Teufel, der wird du verfehlen, der wird geschmeten in dem feurigen Pool. Das kriegt nur durch diesen Jahr schreck, wird er noch einmal clean was hier und wirken kann, na sag ich da, nur dem, da wird in dem feurigen Pool geschmeten wird. Was passiert mit uns Menschen? Offenbarung 20, Vers 15. Bis ein paar Vers wieder. Du sagst, und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der war geworfen in den feurigen Pool. Also der Mensch, der wollte so lang als ich nicht wo nur geben für Gott, wenn ich immer war in die Kirche saßen und ich war immer war versucht von Gott, dass ich soll auf seine Seite kommen. Eure Luther, da wo ich auf der Salz steht, landen, du wo so tun landen der. So tun der erst all gerechte, so dass über 4 uns zu fahren. So wo det Gott det von dir praktisch, den Mensch proben zu versiegen, proben auf seine Seite zu kriegen. Das sage ich in Römer Kapitel 10, Vers 17, sagt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Ich habe das sein, dort erst von der Tatsache, dort ist von der Kraft dort, wo das buchstäblich in Erfüllung gehen wird, dort Gott, der versiegt den Menschen und probt zu sein, komm doch nur meine Seele. Und dort erst, das sagt der Glauben, der kommt durch die Predigt, in der Predigt, und dort kommt mit dem Wort Gottes. Aber wo tut der Mensch? Wo kann der Mensch von einer Zeit zu der anderen Zeit im Gottesdienst sitzen, und der kann aber noch nicht sagen, dass er mal das nie Leben gekriegt. Der kann vielleicht sagen, ich habe mal du und du habt neues besieden Bad gesehen, gelegen, ich habe mal mit einem Deunertop geredet, ich habe mal mit denen den Deunertop gebet, vielleicht sogar einer von der anderen Kant Welt, ein ganz besonderer Evangelist, mit denen ich Top gebet. Aber das kann nicht sein, dass der erst mal nie das Leben gekriegt hat, nicht geschehen nicht in sein Leben. Was passiert, dass er immer sagen kann? Weil das ist auch korrekt Satan, du war. Dort ist Gott ist an eine Seite, Satan ist an eine andere Seite. Hier so ein bisschen ein paar Beispiele. Satan sagt vielleicht, du bist in ein sehr gutes Heim abgewaschen. Du bist vielleicht in eine gute Kirche abgewaschen. Deine Eltern dort sind noch einmal Christen gewesen und ich bin noch einmal ziemlich gut gewesen. Ich habe ein feines Leben gehabt. Was sagt Jesus? Jesus Prophet war zu versiegen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Sagt es, und ist in keinem anderen das Heil. Ist auch kein anderer Name, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das wird Jesus sein, der. Kurs Hersturm, Kurs in der Kirche gewesen, Kurs in der Familie gewesen, Kurs mit dem Predigertop gewesen, so vieles divers. Aber, sagt er, dort darf in kein anderen dort Heil, als einzig in Jesus Christus. Dort darf in kein anderen dort Heil. Warum nenne ich das ab, dass ein Mensch kann mit einmal in der Seelsorge gewesen, dass dort noch nicht kann euch sein? Dort erst, wenn der Mensch nicht auf nie das Leben gekriegt und der kann nicht vertrauen, was in seinem Leben geschehen hat, er hat nicht aufhängt mit Jesus zu wandeln. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und dieser, der kein Leben nicht gekriegt hat, der hat bloß dort eine Ding abzuwiesen. Und was läuft der? Der läuft an dort, wo den Akt, was du getan hast. Der läuft gleich an Jesus Christus. Wenn es an Jesus Christus glauben wird, dann hast du von dir auch noch einmal dort nie leben. Dann hast du eine Werk vergehen, du hast einen Monat vergehen, du hast ein Jahr vergehen, du hast 2 Jahre vergehen, und der hat noch einmal dort nie leben. Woran wenn es der läuft an Jesus Christus? Aber das andere, der läuft an den Akt, was du getan hast, der ist noch gleich in die Gegenwart Gottes gekommen. Das kann passieren. Satan, der kann vielleicht sein, von der Kultur her, wo du bist. Ich weiß nicht, wo ich das mal hergenommen. Meine Eltern, die haben mir never gelehrt, nicht, dass der Einheimer, also dort, dass dort nicht Christen wären, dass bloß wie Christen wären. Ich dachte einmal, bis die Deutschen wären Christen, wo ich das hergenommen, weiß ich nicht. Ich habe Satan getan. Und ich dachte von der Kirche, wo ich bin, dort wie wo der Reich wird. Wer hat mir das gesagt? Ich kann mich nicht besagen, dass mir das etwas gesagt hat. Aber ich glaube mir, dass es dort. Warum? Satan, der macht mich blind. Der sieht, von der Kultur, wo du bist, in der Kirche, wo du bist die okay. Was sagt Jesus? Römer 3, Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorteil? Gar keinen. Denn wir haben droben bewiesen, dass beide Juden und Griechen alle unter der Sünde sind. Also Juden und Griechen, wenn Juden und Griechen wird abgenannt, da wird die ganze gesamte Menschheit wird dann abgenannt. Sagst du hast nicht einen Vorteil.
sie sind alle abgewichen. Sie sind in den Sinn gefallen und kommen zu kalt von dort, was Gott verlangt hat. Das ist, was Jesus sagt. Dann prüft er, was er zu überführen. Hey, kick mal. Kann es nicht sein? Du brauchst Jesus. Satan sagt vielleicht, du bist gar nicht so schlecht. Von diesem Tag, immer war er, wenn jemand sich bekehrt hat, auch Jugendliche, wird von dir als so klar das Evangelium hören, dann sie wollten dort eigentlich in der Kopf wollten sie dort rein alle, dort durch gute Worte, was keiner nicht geraten worden. Aber Luther am einmal haben sie sich bekehrt, und dann geben sie Zeugnis davon, dass sie immer wahrer sein, und na, ich wie nicht so schlecht. Wo jeder? Dort ist Satan, wird den Mensch so beeinflusst hat, und er sagt, du bist gar nicht so schlecht. Du wirst dort all merken, mit dir ist das okay. Die andere nach aller ja, yes. Da ja, aber ich sage euch so schlecht nicht. Was sagt Jesus? Er prüft auch, was er hier so von zu überführen, von dieser Selbstgerechtigkeit. Römer 3, Vers 12. Du sagst, sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Dann sag ich, da war du jaff nicht einer, wo du gaudet wird. Du glaubst noch, du bist noch gut, aber du bist nicht gut. Du brauchst dort, dass du das ewige Leben kriegen, das durch Jesus Christus. Und so dort versiegt Gott und versiegt und prüft die Mensch auf seine Seite kriegen. All dort wird passieren, dass so viel Menschen aus dort zu Tod kommen. Du lässt Gott auch mit einmal was tun. Was passiert? Du hast Satan vielleicht eben 12 Menschen haben den Sieg errungen. Nu hat Satan den Menschen, nu hat die, wo der haben will, für alle Ewigkeit hat er von Gott getragen. Aber was passiert, wie der Salz steht, du sagst erstmal einmal Gott seine Sterne noch machen und sagt, Mensch, bedenkt, dass du sterben hast, dass du klug warst. Du warst auch ein Tag sterben. Und Gott braucht dort und prüft den Mensch auf seine Seite kriegen und sagt, komm doch nach mir, ich will dir raten. Zu der Salz Zeit hat Satan du in sich gekriegt, über seine Deuner. Wo du dann zu Tod gekommen. So, was geht dir dort von dir? Hast du nicht Leben an Jesus Christus? Hast du all für Gott beigegeben? Wofern hast du all in der Kirche gesehen, und Gott hat dich versorgt, und du bist immer weiter nicht auf seine Seite gekommen. Das hört sich nicht so erscheint, das will wir nicht gleich hinterhören, aber wir haben immer weiter auf Satan seine Stern, wir sind Satan unterworfen. Wir wollen gleich, wenn wir davon gingen, wir hören einfach bloß nichts. Aber solange uns eigentlich wir Gott seine Seele unterwerfen, solange uns dort haben wir immer Satan seine Seele unterworfen. Und dort wird der Mensch viel wert, du wird der Mensch sehr gut an. Und kriegt es dort als das auch. Der Mensch von einer Kirchbank sagen, der wird immer besser und immer besser und immer besser, gegen Gott seine Stimme zu stehen. Ich habe das verstanden? Wir können so gut werden an dem, dass wir wahre holen und wahre holen Gott auf sein. Gott der raubt und sagt, komm, du magst du doch nicht, an die fehlt noch, wo du hast in der Lade gesteht. Du wolltest dort in die Innerlichen, der fragt, was Gott in mir kommt? No. Und was du, wo wir dort viele Mal tun mit Gott wahre stehen, dort die Versuchung, dort in mir, dort hart und Püttern merken, dort an Satan seine Schulden anschieben. Und sei nu versieg Satan mir wahre. Wo kann Satan mich versägen, wenn ich nicht dort nie Leben habe? Wenn ich nicht dort nie Leben habe, dann kann Satan mich nicht versägen. Dann kann es sein, dann zum einmal der Helle Jesus wird so umklappen und sagt, komm doch, mal mit mir sie. Jesus hat dort alles vollbracht. Jesus sein Blut dort hat gerannt. Jesus, der ist in Krieg gekommen, er hat die Herrlichkeit dort direkt, wo er bin wir, die Macht, wo er Macht hat über Himmel und Erde, dort hat er verloren, als er so raufgekommen, als ein Mensch geworden, dort tot, um dort irgendwie gerat werden kann. Und von der hat dort bloß die eine Gelegenheit, im Vers haben wir uns nicht gelesen, dort hat bloß eine Gelegenheit, um gerat zu werden, because hier so ram die, so viele Menschen dort anbilden und reden, so sehr aus wie was, dort du bist okay. Aber wenn du nicht okay bist, Gott ist ein gerechter Richter. Du brauchst kein Mensch nicht verteidigen, ob du gerecht bist oder nicht. Oder ob du gerat bist oder nicht. Das wollten das du und Gott. Das ist ein Ding, was zwischen dir und Gott angeht. Was du so angeht. Du willst haben von dir nicht Angst, hier so das Evangelium zu predigen und zu proben, wie ein dritter Vater, dass du ihn fragen, wo stehst du? Wo stehst du mit Jesus? Wenn's dort jetzt zwischen dir und Gott. Ich will dir das Himmel nicht vornehmen. Jesus hat gesagt, dort meine Schub, der wird keiner nicht in meine Hand rübertreten.
Römer 8, der letzte Vers, sagt, das darf nicht Zukunft, das darf nicht eine Kreatur, das darf nicht, was uns schäden von Gott seine Leute. Du hast euch Angst vor. Aber ich möchte so gehen, dass durch diese Predigt jemand wird überzeugt worden und der wird erkannt von der mit Gott unterwerfen. Weil wir einmal können der Topfoten uns noch 1. Petrus Kapitel 9 blättern. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 bis 9. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 bis 9. Hier ist der Antwort, was wir wollen von dir beantworten. Du sagst, so demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöht zu seiner Zeit. Ich habe das sein, das ist der Antwort von der uns unter Gott seine gewollte Hand zu demütigen. Sein von der Demütigkeit mit unter deine Hand. Wieder sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorget für euch. Dann wieder sagt Vers 8, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Nu ist der Satan das hier so von der Uhr. Der sagt, der hat auch wahrer Raum in Prof, wem er verschlingen kann, wem er für sich holen kann. Sagt, dem widersteht fest im Glauben. Nu kommt mal zum Glauben und werft mal unter die gewollte Hand Gottes. Dem widersteht im Glauben und wisset, dass eben denselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Also, wir sollen das tun, als Gott die Physik uns auf seine Seite kriegen, und dann als du so auch Satan, der Prof uns auf seine Seite kriegen. Wo wirst du die von dir unterwerfen? Ich wollte die sind lange nicht alle geraten. Ich sage mir das sicher. Du sind viele Sünden, sie wollten dort mir fehlt wird. Ich kann nicht mit mir leben. Wem wirst du die von dir unterwerfen? Freude. Was du noch in dem Gebet wurde passend ist. Herr Jesus Christus, wir kommen hier so von dir und diesen Morgen zu dir. Herr, ich sei dir ganz besonders Dank. Herr, dass du dein Wort gegeben hast, Herr, und dass wir können in dein Wort sein, wo hier in dir an die Menschheit sollen die kommen. Herr, du hast diese Deal, diese Werken hast du also so geraubt, auch durch im Reden von, dass du hast den Menschen gesagt, bedenkt, dass du sterben musst. Herr, und du noch kämpft das gerecht. Der Mensch ist gesagt, einmal zu sterben, du noch kämpft das gerecht. O Herr, wo viele von diesen, die hier von dir an die Quark sind, wollen eine ewige Verdammnis verbringen. O himmlischer Vater, ich bete um jeder Seele. Herr, wird du von dir noch nicht reutest, die zu begegnen. Herr, wird sich von dir noch weiter entscheiden, dass sich die Satan zu unterwerfen. O himmlischer Vater, ich bete, dass du nicht was ab hier mit Raupen, Herr, dass noch mehr und mehr Menschen wollen, die deine Sieg kommen. Herr, sie sind blind. Satan hat mit Blindheit geschlagen, vielleicht durch ihre eigene Gerechtigkeit. Vielleicht durch eine Kirche, wo sie wollen hingehen. Vielleicht durch irgendwas das wird. Aber Herr, sie sind immer wieder nicht ready zu unterwerfen. Oh Herr, ich bete, dass du durch diesen Morgen doch bitte, was noch doller umklappen. Herr, du wird also gut geworden sein in den vielen Jahren, wo sie in die Kirche gesehen in der Haar hat wahre und wahre geraubt. Herr, und sind gut geworden in die wahre Stunden, Herr, dass sie nie doch immer machen nur geben. O himmlischer Vater, wirst du die erbarmen, über all uns, Herr, und über all die Sünder. All die wollten noch nicht die haben. Herr, dass sie die möchten, annehmen in das neue Leben, in Jesus Christus kriegen, und geborgen sein in die. O himmlischer Vater, ich lobe und preis dich, für so eine Gnade, dass du hast, so allmächtig ist du bist, und dass du so eine Gnade für uns hast. Herr, und so bete ich dir wieder für diese Gemeinde hier, in diesem Ort. O Herr, musst du enthalten, musst du erholen. Herr, alles, was du lebendig ist, hol das lebendig. Herr, da wird du schlafen, Herr, da wird abwarten. Herr, da wo der Tod ist, Herr, musst du das zum Leben bringen. O himmlischer Vater, ich bete dir um deinen Segen. Amen. Nummer 413. Feuerhannat in Drahtien. Frieden, den die Welt nicht geben kann. Frieden, wann erfüllst du mein Herz.
Frieden, der mein Seelen stillen kann, in dieser Welt voll Schmerz. Frieden, der allein nur Jesus geben kann. Frieden, der im Trübsal auch bestehen kann. Frieden gibt er dir hinein ins müde Herz. Jesus, er hat deinen Schmerz. Freude, die die Welt nicht geben kann. Freude, wann erfüllt so mein Herz. Freude, die nicht mehr vergehen kann. Wann heilest du den Schmerz? Freude, dir allein nur Jesus geben kann. Freude, die im Trübsal auch bestehen kann. Freude gibt er dir hinein ins müde Herz. Jesus, er hat deinen Schmerz. Liebe, die die Welt nicht geben kann. Liebe, wann erfüllst du mein Herz? Liebe, die mein Leben ändern kann. Komm in mein schwaches Herz. Liebe, dir allein nur Jesus geben kann. Liebe, die im Trübsal auch bestehen kann. Liebe gibt er dir hinein ins müde Herz. Jesus, er hat deinen Schmerz. Okay, wir uns noch oben zum Segen. Dem aber, der euch kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht, nun und zu aller Ewigkeit. Amen. Scheiden in Frieden des Herrn.